Leute, ich schaue Mofan VR, mein Name ist Mutensen. Ihr seht, ich bin nicht mehr in Bali. Ich bin wieder zu Hause in Hamburg. Wow, ist gar nicht so schlecht hier, aber ich habe irgendwie noch ein bisschen Jetlag und deswegen stehe ich irgendwie super früh auf gerade und diesmal nutze ich es aber, um euch eine absolute Perle von Spiel zu zeigen. Tja, so kann das laufen. So, nicht lange geschnackt, gucken wir mal gleich rein. Es wird Zeit, endlich mal Ancient Dungeon VR für die Pico vorzustellen, denn, das kann ich schon vorwegnehmen, es ist eine kleine Perle und bemerkenswert auch von einem deutschen Entwicklerstudio. Im Prinzip ist es eine Person. Dieses Spiel macht so viel richtig, dass ich einfach von vornherein begeistert bin. Und ihr hörtet vielleicht raus, ich habe das schon gespielt. Ja, auf der Quest seinerzeit habe ich das schon gespielt und geliebt. Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, mir mal die Pico-Version anzugucken. Aber wir fangen natürlich gerne an, indem wir mal schauen, was hier im Menü möglich ist. Unter Settings gibt es für Bewegung natürlich Smooth Locomotion, Teleport. Dann können wir unseren linken oder rechten Controller als Hauptcontroller einsetzen, sprich links und rechts werden angesprochen. Drehung gibt Snap Turn und Smooth Turn. Man kann bestimmen, ob man mit dem Controller oder mit dem Kopf die Bewegungsrichtung bestimmt, Geschwindigkeit und auch ein bisschen Motion Sickness Komfort ist gedacht. Man kann sich eine Vignette einschalten, also alles dabei. Sound kann man einstellen. Ich habe es hier ein bisschen leiser auf dem Master gemacht, damit ihr mich gut hören könnt. Und dann auch noch sehr gut, das mag ich mal gerne, wenn man es im Stehen und im Sitzen spielen kann. Ja, man hat nicht immer Lust rumzuspielen. Perfekt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal direkt rein. Ancient Dungeon VR ist nämlich ein Roguelike. Ich liebe Roguelikes, aber das hier ist mal was Besonderes. Ihr seht es schon, es hat sehr lustige Retro-Grafik. Das bleibt aber nicht nur bei der Grafik. Das ganze Spiel hat so einen super charmanten Retro-Vibe. Alle Menüs und wirklich jedes Detail ist einfach komplett Retro. Und eine Geschichte finde ich sehr bemerkenswert. Ja? Wir haben viele Spiele, die versuchen, möglichst realistische Grafik zu machen, aber fühlen sich einfach nicht echt an. Bei Ancient Dungeon fühlt sich alles total haptisch an. Guck mal, wenn ich hier auf den Tisch haue, dann bekomme ich nicht nur Force Feedback, sondern auch einen Ton. Ich kann nicht durch Wände pieksen. Und zusätzlich gibt es aber noch eine fantastische Dynamik in dem Spiel. Ja? Es fühlt sich alles so physikalisch an. Das macht einfach sau viel Spaß. Und das mal vorneweg. Also, ihr habt hier ein Spiel, das eigentlich diese lustige Voxel-Grafik hat. Ja, das ist ja auch eine 3D-Referenz an gute alte Pixel-Zeiten. Natürlich sehr bekannt durch Minecraft auch. Roguelike bedeutet, dass ihr in diesem Spiel sterbt und dann ist es vorbei. Boom. Das ist so der Kern eines Roguelikes, ja. Meistens und auch in diesem Fall ist es so, dass ihr ein Level betretet, der ist generiert, ja, der baut sich jedes Mal neu auf und ihr müsst einfach versuchen, so lange wie möglich zu überleben. In diesem Spiel gibt es 1, 2, 3, 4, 5 davon. Ich habe hier schon in den ersten 2 mich ein bisschen vergnügt. Man sammelt auch unterwegs Items ein, die einem helfen und schaltet Karten und sowas alles frei. Ich will noch gar nicht so viel spoilern hier. Das Schöne ist aber, dass ihr, wenn ihr sterbt, dann immer so ein bisschen Progress mitnimmt. Also beim nächsten Mal seid ihr mit einer besseren Karte ausgestattet oder ein bisschen kräftiger und so habt ihr die Chance, einfach weiterzukommen und immer tiefer in die Welt einzudringen. Guckt euch mal bitte hier die Mechanik an, wenn man mit einem NPC redet. Das ist so süß. So, der hat gerade zu tun. Hier gibt's noch einen alten Mann und ich weiß gar nicht so richtig, was das ist. Ich glaube irgendwie eine Crafting-Station. Ich muss ihn noch rausfinden. Ich habe jetzt 2 Runs gemacht und den einen möchte ich jetzt mit euch zusammen machen, um euch mal die ganze Spielmechanik zu zeigen. Ja, das ist einfach großartig. Zack, Sword und Messer, normale Schwierigkeit. Man kann mit der Zeit noch eine Armbrust anlocken, also freischalten und dann auch andere Schwierigkeitsgrade. Und wenn man reingeht, wird jetzt der Dungeon generiert. Zack. Und ihr seid mittendrin in der Welt. So. Wie bei Zelda kann man hier einfach alles zerkloppen und bei manchen Sachen kommt dann Geld raus. Ihr habt hier eine Anzeige, da seht ihr, wie viel Geld oder Schlüssel ihr bekommen habt und die Herzen. 3 davon gibt es. Bei jedem Treffer wird ein halbes Herz abgezogen. Wenn die weg sind, dann ist Feierabend. Man hat unter den Händen, seht ihr das, so eine Slots wie bei Half-Life Alyx, da kann man Items reintun.
offensichtlich 2 Stück. Und ich habe schon ein Item in einen Dungeon gefunden. Das generiert eine Karte. Ja, ich habe jetzt jedes Mal eine Karte und kann mich so orientieren. Da sind schon Gegner. Habt ihr das gesehen? Es ist auch so süß gemacht. Da leuchtet so ein kleines Ausrufezeichen aus, wenn die euch bemerkt haben. Und dann könnt ihr einfach so draufhauen. Und wenn ihr sie zerstört, dann explodieren die auch immer in lauter Voxel, was ich auch allerliebst finde. Es fühlt sich halt sehr befriedigend an, ne? Wenn man irgendwas zerstört. Oh, jetzt habe ich ein halbes Herz verloren. Das war nicht so gut. Man kann sogar die Pflanzen hier abschneiden. Es ist so großartig. Wenn man irgendwas zerstört und das auch wirklich irgendwie ein bisschen platzt und so. Es gibt ja auch humanoide Gegner, so Zombies. Also zumindest die ich schon gesehen habe. Ich habe ja noch lange nicht alles gesehen von diesem Spiel. Ah, da ist einer. Oh nein. Die sind so super animiert. Ich liebe das wirklich. Bro. Oh, shit. Okay, der hat einen Spezialangriff. So, was ihr noch habt, ist ein Messer, mit dem ihr werfen könnt. Nicht mit mir, Freundchen. Oh, doch mit mir. Shit, okay, jetzt hat er mich gerammt. Aber ich habe ihn erledigt. Und allein dieses Messer, Leute, das ist so witzig. Vor die God of War Vibes, ja? Wieso hat nicht jedes Spiel eine zurückfliegende Waffe? Wie geil ist das? Und das steckt auch in der Wand. Guck mal, zack. Und was ich hier wirklich liebe, durch die super funktionierende Physik, ist man halt auch total eingeladen, jede bescheuerte Idee auszuprobieren, ja? So, es gibt auch so versteckte Bereiche. Oh, Kleeblatt. Slightly increase your luck. Okay. Ich hab gar nicht gemerkt, dass sie hinter mir her waren. Das ist gar nicht so easy. Was verrückt ist, ja, ich stehe nicht besonders auf Schwertkampfspiele. Ah, das regeneriert ein halbes Herz. Sehr gut. Aber im Falle von Ancient Dungeon fühlt sich das irgendwie so lustig an, hier zu kämpfen. Da mag ich's. So, und dann zeige ich euch mal eine Kletterpassage. Das gibt es nämlich auch. Man kann hier mit der Grip-Taste an solchen Stellen dann rüberklettern. Hä? Gar nichts drin. Und guck mal, hier auch die Physik, ja. So eine Dinger, die hier liegen, mit denen kann man immer rumspielen. Einfach unglaublich. Und das ist etwas, was für mich diese Welt aber wirklich irgendwie so homogen macht. Übrigens auch, wenn ich hier an die Wände haue und so, ja. Oder wenn man das Schwert gegen Gegner bewegt, dann hat es so einen Swoosh und so. Ich liebe so viele Details hier. Ihr merkt es schon, ja. Hier ist eine abgeschlossene Schatztruhe. Jetzt habe ich ein zusätzliches Herz. Großartig. Das ist nicht gut. Oh mein Gott. Oh Gott, ich bin irgendwie in der Falle. Geh weg. Ich finde die Gegner so lustig. Ja, und guckt auch mal die Ragdoll-Physik hier an. Die bewegen sich einfach saulustig. Und ich finde sowas bemerkenswert. Auch wenn sie nur aus ein paar Voxeln bestehen, fühlt sich ja alles einfach irgendwie richtig an. Und das ist der größte Trick, finde ich, den ein VR-Spiel erreichen kann. Da brauche ich einen Schlüssel. Verdammt, ich habe da noch gar nicht alles entdeckt. Also muss man offensichtlich auch aufpassen. Man kann in Fallen reinlaufen, wo es kein Zurück gibt. Und dann... Hier ist ein Shop. Wunderschön. So. Ich habe 13 Coins eingesammelt. Das ist jetzt nicht so viel, glaube ich. Und kann mir jetzt entweder... Ja, dafür brauche ich 25, ein komplettes Herz aufladen. Oder hier Items kaufen. Der ist zu teuer. Und der auch. Toll. Kann mir nichts leisten. Ich habe übrigens vorhin den Shopkeeper ermordet. Und dann verwandelt er sich in einen Endgegner, der Laserstrahlen ausspuckt. Das war so witzig. In der ersten Beta habe ich das nämlich auch mal gemacht. Und dann konnte ich einfach die ganzen Items hier mitnehmen. Kostenlos. Das wurde jetzt verhindert. Großartig. Also ich liebe es wirklich, mit was für einem Humor das Spiel auch rangeht. Dann die Truhe mit dem Schlüssel suchen. Das war der Shop. Da ist sie. Ja, weil ich einen Schlüssel eingesammelt habe,
kann ich die jetzt freimachen. Es gibt jede Menge Knete. 27. Gut. Jetzt kann ich mir ein Leben kaufen. Hit me? Okay. Oh mein Gott. Nein. Ich habe mir gar keine Lebensfüllung gekauft, sondern einfach einen weiteren Platz. Okay. Oh nein. Das ist ja interessant. Wenn ich jetzt so einen Lebenstrank finde, ja, das steigert einfach generell meine Chancen. Genauso wie die ganzen Items, die man hier hat. Na gut, stellen wir uns mal dem Endboss und hoffen, dass ich mit meinen 2,5 Herzen in den nächsten Level komme. Oh, hallo? Da, oh, ein Riesenblob. Oh nein! Er spuckt kleine Blobs aus, wenn ich ihn treffe. Das ist fies. Na gut. Ich versuche mal etwas Verrücktes. Pass mal auf. Hepp. Boom. Wie geil. Wie geil. Ich habe in den Kronleuchter auf den Kopf fallen lassen. Das war's auch schon. Jetzt müssen wir noch die Kleinen hier loswerden. 2,5 Herzen. Zwischen jeder Ebene gibt es einen kleinen Bossfight und dann geht's weiter. Zack. Das hier ist jetzt schon die zweite Ebene. Hier ist wieder ein Item. Slight Increase Range Damage. Okay, also durch diese einsammelbaren Icons kann ich mich immer verbessern. Im Prinzip habt ihr jetzt alles Zeigenswerte schon fast gesehen. Ja? Also ihr kämpft euch einfach weiter nach vorne. Es gibt fiese Fallen und lustige Gegner. Das Ganze ist wirklich einfach nur allerliebst. Und was ich bemerkenswert finde, es fühlt sich komplett rund an. Ja? Nicht nur, dass die Welt total homogen ist und absolut physikalisch, auch die Sounds, die springen eigentlich so richtig an. Es passt halt einfach alles. Das dann noch kombiniert mit dieser wirklich, wirklich super charmanten Retro-Treue, die hier drin ist. Ihr könnt übrigens auch ein Save-Game machen, ja. Das bedeutet aber nicht, dass ihr da jedes Mal neu einsteigen könnt. Das ist nur für einmal. Also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, eine Stunde euch nach vorne gekämpft habt und müsst mal Mittagessen, macht ein Save-Game, dann könnt ihr an der Stelle wieder einsteigen. Aber dann ist es auch wieder weg, ja. Also wenn ihr gestorben seid, müsst ihr das nächste Mal wieder von vorne anfangen, so wie immer. So, hier muss man tatsächlich aufpassen. An den Wänden seht ihr dieses Ding da? Die platzen so und dann kostet das auch Leben. Alles kann einen hier in den Tod führen. Ich weiß gar nicht. Ich kann sogar die Fackel ausschalten. Und nee, selber benutzen kann ich sie nicht. Wer ist denn da? Was bist du denn? Ah, das sind so Pilze oder sowas. Die machen Gift. Seht ihr das? Die Felder, da darf man da nicht reinlaufen. Warst du das? Nee, ne? Oh, da kommt aber schon wieder eine. Ich glaube, das sind einfach autarke Äxte. Aber, Leute, ich glaube, im Kern habe ich euch jetzt gezeigt, was dieses Spiel eigentlich ausmacht. Und ich weiß nicht, ob es rübergekommen ist. Ich bin wirklich fasziniert. Ich finde das nicht nur allerliebst, sondern gleichzeitig wirklich, wirklich absolut fesselnd. Ja? Jedes Mal, wenn man stirbt, denkt man, verdammt, Idiot, nächstes Mal mache ich es besser. Und dann macht man wieder eine weitere Runde. Und genauso sollen Spiele funktionieren. Und diese Zombies sind da. Alter Schwede. Auf damit, du. Oh, der Blob lebt auch noch. Jetzt wird's aber knapp, Leute. Ein Herz nur noch. Ja. Ich bin wirklich so ein Typ, wenn sich diese Welt hier homogen anfühlt, obwohl sie halt so sehr einfache, eine retro-eske Grafik hat, dann spiele ich sowas deutlich lieber als Spiele, die versuchen irgendwie durch die Grafik etc. ein bisschen realistischer auszusehen, aber sich einfach nicht gut anfühlen. Ja? Das hier macht bei mir wirklich einen realistischen Eindruck. Und wenn ein VR-Spiel das geschafft hat, ist das schon die halbe Miete, würde ich mal sagen. Also,
Ich bleib jetzt mal hier unten. Oh, da ist sogar noch Geld. Im Keller. Alter. What the fuck? Guckt euch mal sowas an. Das ist doch großartig, oder? Nur um an das Item zu kommen, muss ich an schwingenden Äxten vorbei. Wie im 80er-Jahre-Film. Fantastisch. So, aber ich mache jetzt trotzdem mal Schluss, damit das Video nicht so lang wird. Also, meine Lieben, absolute Empfehlung von mir. Ihr hört es, ja. Ich habe tatsächlich hier spielerisch, bin ich vollkommen begeistert. Technisch ist es vielleicht noch ganz interessant. Ich habe es auf der Quest gespielt. Ich merke jetzt hier auf der Pico im ersten Anlauf keinen großen Unterschied. Ich habe es aber auch lange nicht auf der Quest aufgehabt. Also, die Auflösung ist gut. Das passt mir alles in den Kram. Bei Schriften ist mir aufgefallen, dass sie teilweise ein bisschen jittern. Ja? Wenn man jetzt hier durch die Dungeons geht, sieht für mich alles cool aus. Also technisch habe ich ja auch nichts zu beanstanden. Großartig. Absolute Empfehlung. Wirklich sollte jeder in seiner Sammlung haben. Ich bin begeistert und ich wette, ihr werdet es auch sein. Wenn ihr auch nur so ein bisschen was mit so einem Retro-Charme anfangen könnt, dann wird euch das packen wie Hölle. Ansonsten ist es einfach ein super geniales Roguelike und extrem empfehlenswert. Es bekommt übrigens in Zukunft auch noch einen Koop-Modus und ich glaube, dann wird's vogelwild. Ja, 2 Leuten hier abhängen, bisschen slashen und quatschen. Das muss so viel Spaß machen. Das war's von mir, Leute. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir ein kleines Däumchen gebt unter diesem Video und schreibt mir doch mal gerne in die Kommentare, was ihr von dem Spiel haltet. Ja? Findet ihr es genauso geil wie ich? Oder könnt ihr nur mit Half-Life Alyx Grafik was anfangen? Das würde mich mal interessieren. Bis dann zum Mo von VR. Immer für euch da. Ciao, ciao.